Bevor das Video losgeht, möchte ich mich schon mal im Vorfeld für die schlechte Qualität entschuldigen, vor allem jetzt am Anfang des Videos. Ich hatte gedacht, dass die Frontkamera dieses iPhone 13 Minis bei schlechteren Sichtverhältnissen oder schwierigen Sichtverhältnissen ja bessere Aufnahmen macht. Ich habe alles versucht, die zu retten, aber funktionierte nicht. Trotz alledem wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Video und hoffe, ihr seht darüber ein bisschen hinweg. Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, und dieses Video ist mal ein bisschen was anderes. Es geht hier um diesen Kollegen, und zwar ist das so, dass ich ihn morgen das allerletzte Mal fahren werde, denn unser Dacia Logan MCV2 geht weg. Auf der einen Seite ist das natürlich, ja, traurig, schade, weil dieser Kollege uns hier 9 Jahre lang begleitet hat, und wir waren wirklich überall schon gewesen mit dem. Was heißt überall? Wir waren in Dänemark gewesen, in Schweden mit dem, und er hat uns so relativ zuverlässig überall auch immer hingebracht, und eigentlich kann ich an dem Auto nichts aussetzen. Lange haben wir überlegt, ob ein neues Auto sinnvoll ist, weil, ja, wie ich gerade erwähnt habe, läuft er noch einwandfrei, macht auch keine Anzeichen, irgendwelchen Bucken jetzt zu machen. Natürlich 9 Jahre, da sind schon ein paar Gebrauchsspuren dabei, aber es ist halt ein Gebrauchsgegenstand, ne? Gelaufen ist das gute Stück schon 136.000 Kilometer. Ja, ich weiß, einige haben noch viel mehr auf dem Tacho stehen. Was wollte ich noch sagen? Ach so, wegen zuverlässig. Bis auf den Lenkstockschalter hatten wir eigentlich keine größeren Probleme. Und den Lenkstockschalter habe ich sogar selber angebaut. Da gibt es auch ein Video hier auf meinem Kanal. Schauen wir uns nochmal an hier, wie das aussieht. Damals war das noch echt eine Top-Ausstattung. Der hat uns so circa 14.000 gekostet. Ne, mit Air Condition und ja, elektrische Fensterheber und elektrische Spiegel, und das war damals alles okay. Jetzt ist das eher, naja, eine Mauerausstattung, obwohl einige Autos das immer noch nicht ganz alles haben. Jo, jetzt heißt das natürlich noch ein bisschen sauber machen, wie zum Beispiel da unten. Und ja, so sieht er von hinten aus. Die Decke muss noch raus. Aber ansonsten, finde ich, haben wir den gut gepflegt und ist noch ein super, ja, Zustand. Eins der Highlights hier bei dem Auto ist dieser riesige Kofferraum. Und da haben wir schon so einige Sachen transportiert. Ob Ikea-Schränke oder Rigipsplatten liegend, war alles schon mit dabei. Goodbye Auto, ciao. Jo, und jetzt hier hinter mir steht da unser neuer. Und vielleicht kann man es jetzt schon so erkennen. Das ist ein Dacia, das da hier. Phase 2. Nee, stimmt nicht. 2 Phase 3. Also der Dacia mit dem 2023er, ja, Face Update. Und gehen wir mal kurz rum hier. Dieses Auto hier ist die Extreme Edition, wie man hier so schön an den kupferfarbenen Außenspiegel sieht, oder hier an dem Logo mit den DC-Link, wie man so schön sagt. Oder auch hinten an der Heckklappe. Schön der Haifischantenne und den modularen Dachgepäckträger
die man umklappen kann, um dann die Dachbox sich aufs Dach zu setzen. LED-Tagfahrlicht haben wir, LED-Abblendlicht. Das Fernlicht ist noch Halogen, genauso wie die Nebelscheinwerfer. Aber ansonsten ist das schon ein echt nices Auto. Auch im Innenraum, ne, haben wir jetzt hier kupferfarbene Akzente oder hier auf den Sitz. Auf den Sitz sitzt man wirklich sehr bequem, muss ich so sagen, wie es ist. Hier so dann die ganzen Elemente für die Fensterheber, Außenspiegel einstellen, automatisch einklappen und ja, Sperre für hinten. Und ja, das hier ist harter, ja, Stoffbezug, fühlt sich an wie Kunstleder. Ja, das weiß ich auch nicht ganz so. Oder auch der 8 Zoll Touchbildschirm hier. Es ist jetzt nicht so rein der, wie soll ich sagen, das modernste, was man kriegen kann, ja. Aber hey, für das Geld nicht schlecht. Wir haben analoge Drehzahlmesser und einen analogen Geschwindigkeitsmesser. Dazu noch einen kleinen Bordcomputer. Aber ich will jetzt hier nicht auf alles eingehen. Ganz interessant ist jetzt nämlich die Motorisierung, die ich jetzt hier habe. Und zwar haben wir uns entschieden, einen, ich weiß nicht, wie schimpft man das, bidualen Motor zu nehmen. Und zwar fährt dieses Auto jetzt hier mit Autogas und mit normal Benzin. Der Motor ist jetzt nicht der stärkste hier. Wir haben hier nämlich einen Dreizylindermotor, der, wenn wir mit LPG fahren, also Autogas, 101 PS hat. Und damit soll man ja laut den Angaben da vom Werk in 13 Sekunden von 0 auf 100 sein. Ich habe es nicht ausprobiert. Und wenn wir jetzt mit Benzin fahren würden, würde die Leistung des Motors nach unten gehen. Dann haben wir nämlich nur noch, jetzt, ich glaube, 91 PS. Ist immer noch mehr, als wie unser Alter hatte, der nur 75 PS hat. Fahrtechnisch kann ich sagen, es ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, also es ist so ein entspanntes Fahren, auch mit den 6-Gang-Einschaltungen. Und man merkt doch die Leistungszunahme zwischen Benzin und LPG. Also wenn dann von den 91 dann plötzlich die 101 zur Verfügung stehen. Aber so vom Fahren her, es ist wirklich entspannt. Es ist ein so schönes, ruhiges Fahren und hey, wow. Hier nochmal, ne, der 6-Gang-Schalthebel. Ja, wir haben ja sogar noch eine ganz normale Handbremse mit an Bord. Die ist gar nicht so groß, wie sie vielleicht jetzt im Video rüberkommt. Es passt schon. Oder hier eine Armlehne, die man vorschieben kann. Bis zu 7 cm habe ich gelesen. Da drin dann noch ein Fach versteckt. Unten 2 USB-Anschlüsse. Der eine ist zum Laden, der andere zum Datenübertragen für Apple CarPlay oder Android Auto. Und dann haben wir natürlich einen 12 Volt Stecker. Also generell kann ich sagen, dass man zu diesen Dacia Duster in der Extremvariante definitiv nicht mehr bekommt oder mehr zubuchen kann, weil die Extremvariante hier hat tatsächlich schon alles drinne. Also was man halt bei Dacia bekommt. Ne? Wir haben hier Regen- und Lichtsensor verbaut. Wir haben eine 360-Grad-Kamera. Ja, okay, die Kameras sind jeweils in den Außenspiegeln vorne am Grill und hinten. Wir haben eine Klimaautomatik hier drin. Wir haben, mit den Spiegeln, das habe ich schon gesagt, elektrisch einstellbar. Und ist natürlich ein scheiß Wetter jetzt hier. Schade, dass das Wetter nicht mehr mitspielt. Aber ne, die Farbe übrigens, für die Farbe haben wir uns entschieden für das Safari Grün-Grau. Das finde ich so am besten oder am schickesten. Und hey, mal ganz ehrlich, auch wenn jetzt nächstes Jahr die 3. Generation des Dusters rauskommen soll, aber der hier macht doch echt eine gute Figur. Ja, das ist also jetzt unser neuer und jetzt fängt das noch mehr an zu regnen, deswegen gehe ich jetzt wieder rein. Okay, ich hoffe, es ist jetzt kein Tropfen auf der Linse hier.
Also, wo war ich? Ja, das ist unser neuer. Und ich persönlich bin bis jetzt ganz zufrieden. 145 Kilometer ist das Auto jetzt gefahren. So, wie dem auch sei. Ich denke mal, das war jetzt mal ein anderes Video. Und wenn ihr vielleicht noch ein bisschen was über diesen Dacia Duster hier erfahren wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten sage ich jetzt erstmal, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao.